My own brothers died tragically as well, truth be told. The Wild Bunch. Juarez. It was 1868. Me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Juarez Gunslinger. So, wir sind jetzt im Abschnitt kein so großer Eisenbahnraub. Und dann schauen wir mal, was passiert. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. So, schauen wir mal kurz ins Fähigkeitenmenü. Gegner hinter mir oder Dynamit schießen. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Können wir das nehmen und dann haben wir das goldene Gewehr. Also mit dem darauf folgenden Aufstieg. Aha, das klingt nach Party. Laufen wir noch mal ein bisschen schneller. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Ja, das ist durchaus effektiv. Well, I assume the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Oh, cool. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Auf. Wir liegen hier auch nur so ein ganz kleines bisschen auf der Kante, ja. Das reicht, oder? Ja, könnt ihr her. Schön, dass der runterfällt, nachdem ich da rausgegangen bin. Besser ist das. So. Ja, schöne Vegetation hier. My ears are still ringing from blowing up that ridge. What'd you say? Ganz I vorsichtig. can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Is that goddamn Pinkerton? From there, I had to negotiate an even more precarious route. Come on out, you yellow bastard. Ah, schön verziert. Sieht einfach schöner aus. Sonst aber, glaube ich, ziemlich egal. But first, I would need to get my ass out of there. So.
es jetzt so gut ist, dass ich mich jetzt da drauf oder rein begebe. Springe auf den Zug. Was? I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Gut. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Zack, zack. Die Konzentration ist fertig. Zack. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Vorher gab es ganz schön viele Passagierwaggons, wenn ich ehrlich bin. Noch Waffen. Oh, gib ihm. Jetzt mal nach links ausweichen. Zack, das kriegt jetzt so einen Kopfschuss. Muss sich ja lohnen. Ah, jetzt brechen die Tür einfach auf. Und so keine andere war. Ach komm, jetzt müssen wir noch treffen. This asshole don't know who he's up against. Na komm, jetzt hier rumglitzchen. Can't hide forever. Gott, nein. Sehr präzise getroffen. Und gar nicht. Fuck, dafür kriegt er jetzt die Packung und Schuss, er kriegt jetzt auch eine. Ich finde, dass hier wieder so ein rotes Tuch hängt. Vielleicht hier noch irgendwas Tolles? Nee. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Vorsichtig. Odds Vorsichtig. were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Nicht das Feuer vielleicht. Oder das Schloss vielleicht aufschließen und schießen und dann so. Nein. Fuck. Guten Tag. Jetzt komme ich auch wieder in den Waggon rein. That's right. Run. Nee, Schrotflinte bringt jetzt nicht so. Huch. Ach, das steht oben auf dem Dach, oder? Ist richtig gewesen? Okay. Gut. Jetzt steht er da nicht mehr. Gehen wir mal wieder ein Times it was bisschen. like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Ja, das machen Enten normalerweise nicht, das ist richtig. Oh. Multikill. Und direkt den ganzen Kram aus dem Weg geräumt. Und ein Geheimnis freigelegt. Sehr schön. Das Optimum aus dem Explosionsfass rausgeholt. Na, okay. Dann blinkte noch irgendwas. So. Okay. Ja, die schön rostige I kept Leiter. hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Die helfen bestimmt nicht, die gucken nur zu. GD-Fonds, TJ, Jeff K. Oh ne, zu viele. Die wilde The Wild Bunch quasi. Okay. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome. As usual. Ich weiß, es wäre zu einfach gewesen. Who the hell is that? Hup, Murderer! He's out of his mind. hup, hup. So. Got cover! Retreat! Retreat! Haben die Kugel denn jetzt her? Oh, da. Ja. Scheiße gelaufen, wa? Na, sieht nicht so aus, als wäre hier noch jemand. Die Tür brechen wir jetzt trotzdem auf. Ah, gut, Munition haben wir hier immerhin. Jetzt sonst eher mit dem Geheimnis gerechnet, weil man hier eigentlich ja nicht her muss. So wie es aussieht. He's killing everybody! So.
Das wäre sonst schöner Multikill geworden. Tja, sowas aber auch, Leute. Lassen wir auch einfach mal ein bisschen Dynamit nach da vorne. Haben wir ja direkt im Lager. So. Ja, dann... Irgendwo liegt ein Nugget. Mal sicher gehen, dass es nicht hier draußen liegt. Aber ich denke mal, dass es direkt hinter der Tür liegen wird. Nein, flieg jetzt nicht in mich rein, Mensch. Was soll das? Ah, da liegt es. Sehr gut. 2 von 3. Kann man den Typen nicht vielleicht erstmal wegräumen? Nein, okay. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Ja, die Wildband. Ja, das sieht echt komisch aus. Lustiges Englisch. Die ganzen Partikel, die in der Luft stehen. Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Goddamn law dog! Sind die Gatling hier am Start? Jawollo. Party! Gib ihm! Oh, was ist was los hier? Distance Racing Läufer, jawollo. Oh, diese Fett-Am-BP-Farm hier. Das ziehen wir nicht mehr. So, nein, das war zu viel. Da war irgendwo einer dann doch ein bisschen dicht an mir dran. Ja. So, erstmal die vor mir umhauen. Weglaufen lassen quasi. So. Berg. So, ich bin jetzt auch noch genug. Voller da, so. Hier durchfädeln. Und da kann man runter. So, von da. Nein. Na, komm. So. Vielleicht noch irgendwo her. Na, ich soll vielleicht noch kurz abhauen. Nach rechts ausweichen. Deckung gehen. Nein. Den haben wir noch gegeben. Der kriegt jetzt auch noch seine Packung ab. Kurz ein bisschen verschnaufen. Und dann direkt wieder das Gewehr nehmen. Oh, schön. Was macht der Zug da? Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. Und mal wieder ein And Duell. Kid Curry. Tja. And maybe Elsie Lay. Das ist schon wieder lange her, ne? Though some folks might dispute that. So. Bisschen präziser. Naja, oder auch nicht. Oh. Der hat ja auch gar nicht schnell geschossen. 0,5 Sekunden. War jetzt auch nicht ganz so Bombe. So. Nein. Los. Fokus verbessere ich mal ein bisschen. So. So, komm. Ah. Immer noch zu langsam. 0,2 Sekunden. Okay, dann habe ich nicht genug, nicht ordentlich genug gezielt. So. Dann vielleicht mal ein bisschen mehr aufs Ziel und weniger auf die Schnelligkeit, weil ich glaube, die kann man schneller korrigieren. Ne? Ah, jetzt aber.
On voll that very erwischt. same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Und 2 von 3 Nuggets gefunden. Gut, und damit haben wir den Abschnitt auch. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es hier heißt Let's Play Call of Juarez.